Hallo, ich bin die Andrea und ich zeige dir in diesem Video, wie du so einen kleinen zarten Anhänger knüpfen kannst. Wenn du Anfängerin bist beim Makramee, ist es gut, wenn du verschiedene Farben nimmst. Dann kannst du leichter erkennen, welche Farben zusammengehören. Bei der Farbwahl solltest du darauf achten, dass du harmonische Farben nimmst, die nicht zu sehr entfernt sind auf dem Farbkreis, denn wenn du zu kontrastreiche Farben nimmst, kommt dein Muster nicht mehr so gut zur Geltung. Ich habe in diesem Film diese Farben hier verwendet, weil man auch als Zuschauer leichter erkennen kann, was ich mache. Im letzten Teil des Videos erkläre ich den Iglu-Knoten. Und nun viel Spaß beim Zuschauen und Nachknüpfen. Ich beginne mit der Anhängerschlaufe hier oben. Dazu klemme ich meine 4 50 cm Fäden mittig oben ein. Die hellen habe ich in der Mitte, die sieht man kaum, die äußeren sieht man öfter. Ich gehe rechts über links und mache einen doppelten Halbschlag, indem ich eine Schlaufe lege nach links, also einen Swimmingpool. Dann springt dieses Fadenende in den Pool. Ich halte den Leitfaden stramm, also die Brüstung von dem Pool, und mache das gleiche noch einmal. Und jetzt nehme ich den dunklen Faden, der von oben kommt, mache auch einen Swimmingpool. Das gibt jetzt einen diagonalen, doppelten Halbschlag. Der geht aber genau gleich wie der waagrechte. Nur halte ich meine Swimmingpool-Brüstung ein bisschen schräg nach unten. Der Leitfaden biegt jetzt um die Ecke. Der Knotfaden geht nach links. Und ich lege jetzt einen Swimmingpool nach rechts und spring rein und zieh zu. Nochmal das gleiche. Und jetzt mache ich das gleiche spiegelverkehrt auf der anderen Seite. Der braune Faden geht unter dem hellen Leitfaden unten drunter durch. Ich mache einen Pool nach rechts, spring rein und ziehe zu, und die Brüstung von diesem Pool lege ich schräg nach unten. Und das gleiche noch einmal. Der Leitfaden biegt um die Ecke. Ich tausche auch die Hände. Und das gleiche noch einmal nach links. Und jetzt knote ich rechts über links und mache also einen Pool nach links mit diesen beiden Leitfäden. 1, 2. Das gleiche mache ich jetzt noch zweimal, nochmal 2 Rauten. Das sind meine Leitfäden. Ich hole den dunklen von oben, Swimmingpool, einmal, zweimal. Der Leitfaden biegt um die Ecke, wird in die andere Hand genommen. Der Knotfaden geht nach links außen, wird auch in die andere Hand genommen. Ich lege den Pool nach rechts und nochmal. Der Leitfaden wird mit rechts gehalten und der Pool geht nach rechts. Jetzt geht der Leitfaden um die Ecke. Ich tausche die Hände, halte meinen Leitfaden mit der linken Hand, also die Brüstung vom Pool, und lege einen Swimmingpool nach links
und gehe wieder rechts über links und knote meine Leitfäden zusammen. Das gleiche noch einmal. Wenn du alles richtig gemacht hast, siehst du jetzt nur in der Mitte beim Zusammenknoten diese hellen Fäden. Außenrum an der Raute sieht man die dunklen Fäden. So, jetzt nehmen wir die 25 cm Fäden in der anderen Farbe und knoten die so an, dass oben 8 cm sind und unten 17. Ich knote diesen neuen Faden mit einem doppelten Anker auf den inneren hellen Leitfaden. Das ist jetzt ein einfacher Anker, ein doppelter bedeutet, ich gehe mit jedem Fadenende noch einmal um den Leitfaden herum. Wenn du das richtig gemacht hast, kannst du diesen doppelten Anker schieben nach oben. Andere Seite genauso, spiegelverkehrt. 8 cm sind oben, 17 cm unten, einen doppelten Anker nach links. Mit jedem Fadenende nochmal über diesen Leitfaden und hochschieben. Rechts über links die Raute zuknoten. So, jetzt mache ich meine Anhängerschlaufe, die muss ich jetzt zusammenbiegen. Und ich lege jetzt die Leitfäden vom oberen Ende mit den Leitfäden vom unteren Ende zusammen. Wenn du das jetzt mit einer einzigen Farbe machst, siehst du das nicht so gut. Dann ist es gut, wenn man die zusammenklemmt. So. Und diese beiden klemme ich auch zusammen. Und jetzt gehe ich mit dem langen, frisch angeknoteten Faden in der anderen Farbe unter diesen beiden Leitfäden durch und mache einen Swimmingpool. Und nochmal. Auf der anderen Seite genauso. Ich nehme das lange, neu angeknotete Fadenende, gehe über diese beiden Leitfäden und mache einen doppelten Halbschlag nach innen. Auf diese beiden Fäden wird meine Perle gefädelt. Jetzt nehme ich den dunklen Faden, der von hinten kommt, von der hinteren Raute, und knote den auch auf die beiden doppelten Leitfäden. Und dann nach außen. Genauso auf der anderen Seite, der dunkelbraune
macht einen doppelten Halbschlag nach innen, tauscht dann unten drunter durch und die Hände tauschen dann auch und er macht einen nach außen. Jetzt machen wir die Klemmen weg. Die kann man jetzt oben reinmachen, damit es nicht so wackelt. Jetzt nehme ich meine beiden Leitfäden und nehme den längeren, lege den nach außen und der macht jetzt einen doppelten Halbschlag um den kürzeren Leitfaden nach außen, sodass ich dann nur noch einen Leitfaden habe. Und jetzt mache ich noch ein paar Halbschläge einzeln hin und her, bis ich ungefähr hier unten bin. Jetzt habe ich gerade nach außen geknotet, dann knote ich nach innen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das reicht jetzt. 6 und noch einen in die gleiche Richtung, dass meine Würmchen schön unten liegen. Andere Seite genau das gleiche. Der längere Leitfaden knotet um den kürzeren Leitfaden nach außen. 1, 2 und noch 6 Mal hin und her. 1, 2, 4, 5, 6 und noch einen nach außen. Jetzt nehme ich meine braunen 25 cm Fädchen und knote die auf diesen Leitfaden. Mit 1 cm Abstand mache ich eine Schlinge nach oben und ziehe die unter meinen Daumen. Nochmal eine Schlinge nach oben und ziehe sie unter den Daumen. Andere Seite genauso. Jetzt nehme ich meinen Leitfaden mit der linken Hand, lege den neuen Faden drunter, mache eine Schlinge nach oben, die Schlinge geht jetzt nach rechts und ich ziehe sie unter den Daumen, nochmal eine Schlinge nach rechts. Jetzt knote ich meinen Faden drauf, der aus der Perle kommt. Und auf der anderen Seite auch. Und dann knote ich meine beiden Leitfäden zusammen, rechts über links. So, jetzt mache ich nochmal eine Raute. Die inneren sind die Leitfäden. Der nächste, also der kurze, den ich gerade angeknotet habe, macht einen diagonalen Swimmingpool. Also einen doppelten Halbschlag. Hände tauschen, Fäden tauschen. Der Leitfaden geht oben drüber. Ich lege einen Pool. Und nochmal einen. Auf der anderen Seite das gleiche. Der Leitfaden geht nach außen.
der Knotfaden unten drunter durch und macht einen Pool oben rum, einen Swimmingpool und nochmal einen. Der Leitfaden biegt ums Eck. Ich tausche die Hände, mache einen Pool nach links und jetzt knote ich die Leitfäden rechts über links zusammen. Ach, ich habe meine Perle vergessen. Mist. Letzte beiden Knoten muss ich nochmal aufmachen. So, mein Perlenloch wäre groß genug, dass ich beide Fäden durchfädeln könnte, aber dann liegt meine Perle immer so tief unten. Wenn ich sie nur auf einen drauf fädle, kommt sie weiter hoch. Weil der andere Faden dann unten durchgeht und die Perle ein bisschen hochdrückt. Also der Faden, der durch die Perle geht, geht unter den gegenüberliegenden Leitfaden und macht diesen Pool. Der Leitfaden geht um die Ecke. Der andere Knotfaden kommt jetzt unter der Perle, wie gesagt, durch. Der gegenüberliegende Leitfaden biegt um die Ecke und ich lege hier wieder einen Swimmingpool und ziehe nicht zu fest, dass ich einen schönen Rand bekomme um die Perle herum. Die Leitfäden gehen rechts über links. Und ich knote sie zusammen. Jetzt liegt die Perle schön oben. Jetzt geht es hier oben weiter. Ich habe hier jetzt einen kurzen Faden und einen langen. Der lange knotet jetzt um den kurzen einen doppelten Halbschlag. Dann so viel Halbschläge, bis der in einem schönen Bogen hier unten ankommt. Ich habe gerade nach innen gemacht, jetzt tausche ich nach außen. Moment, ich brauche hier noch eine Klemme. Jetzt nach außen. Dann wieder unten durch, Hände wechseln, nach innen. Jetzt habe ich 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und nochmal einer in die gleiche Richtung. Der Leitfaden bleibt jetzt Leitfaden, geht über diesen Faden, der aus der Perle kommt, und der wird auch angeknotet. 1 und nochmal 2. Abstand zu groß. Nochmal. Fest ranziehen und dann am besten den Leitfaden in die Richtung gespannt halten, dann entsteht kein Abstand. Jetzt mache ich mit diesem Knotfaden noch einmal 5 einzelne Halbschläge. 1,
2, 3, 4, 5. Jetzt knotet mein Leitfaden auf diesen weggelegten dunklen Faden einen doppelten Halbschlag. Ich lege die Schlinge nach rechts, gehe unten drunter. Du musst das jetzt noch nicht ganz hier runterziehen, das kann man auch noch nachher machen. 2 und jetzt ziehe ich es ran. Der Leitfaden geht jetzt über diesen hier. Der wird auch noch drauf geknotet. 1, 2. So, und jetzt mache ich mit diesen beiden braunen Fäden, der Leitfaden bleibt Leitfaden, noch so viel Knoten, dass ich einen schönen Bogen erhalte, den ich dann hier unten befestige. Gut mitzählen, weil an der anderen Seite sollen es genauso viele Knoten sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und jetzt noch mal 2 nach außen. 11 Halbschläge, 2 nach außen. Und ich knote diese beiden Fäden auf den gleichen Leitfaden. Und mache jetzt nochmal 5 mit dem letzten, mit dem ich gerade geknotet habe, um den gleichen Leitfaden herum. Dazu biegt der Leitfaden wieder um die Ecke. Der Knotfaden knotet jetzt nach innen 1, nach außen 2, 3, 4, 5. Jetzt wird dieser hellbraune Leitfaden, der Leitfaden von gerade eben, knotet auf diesen Faden drauf. 1, 2 und jetzt schiebe ich diesen Knoten oben hin. Mein hellbrauner bleibt Leitfaden und der andere hellbraune knotet jetzt drauf. Das ist der dunkelbraune. 1, 2. Und jetzt mache ich noch mal so viele Halbschläge, dass ich bequem hier unten anknoten kann. 1, 2, 3, 3 und noch mal einen nach außen. So. Jetzt knote ich zuerst diesen hellen drauf. 1. Und dann den hellbraunen.
Und jetzt mache ich genau das Gleiche auf der anderen Seite. Da zeige ich dir jetzt noch mal einen Trick, wie du ohne Handwechsel diese Halbschlagswürmchen machen kannst. Du machst dir jetzt spiegelbildlich genau das Gleiche wie auf der anderen Seite. Du knotest um diesen kurzen Leitfaden ein paar Halbschläge herum. Du gehst zuerst unten drunter mit dem Knotfaden und machst einen doppelten Halbschlag. Dann biegt der Leitfaden um die Ecke. Der Knotfaden geht nach außen. Normalerweise machst du so einen Knoten. Aber wir biegen jetzt nicht um die Ecke. Und der Knotfaden tauscht auch nicht unten durch, sondern wir machen stattdessen einen Iglu über den Leitfaden und gehen von unten in den Iglu rein. Dann springt die Schlaufe um und du siehst jetzt, dass du einen Knoten von unten gemacht hast. Ich mache es nochmal auf. Wenn du jetzt, normalerweise gehst du immer oben herum. Und wenn man die Hand nicht wechseln will bei so einem Würmchen, dann muss man einen Knoten oben rum und einen unten herum machen. Und der Knoten unten herum, den kannst du auch als Iglu machen. Also ich lege einen Iglu, halte den fest, gehe unten durch in diese Schlaufe rein und dann kippt die Schlaufe oder der Iglu, der kippt dann um. Erster Knoten, jetzt ein normaler, 2, wieder ein Iglu, 3, ein normaler, 4, ein Iglu, 5, ein normaler, 6 und jetzt 2 Iglu. 1, das sind unsere 2 Knoten nach außen. So, und jetzt siehst du, dass das ganz genau gleich aussieht wie auf der anderen Seite. Jetzt knote ich diesen Leitfaden wieder an diesen Faden dran. Dabei ziehe ich ganz stramm hier rüber, dass mein erster Knoten sich nicht lockert. Fünf abwechselnde Halbschläge. Normalerweise würde man jetzt die Hand tauschen und der Leitfaden würde um die Ecke gehen. Jetzt zeige ich dir das wieder mit dem Iglu. Der Knotfaden macht einen Iglu, diesmal nach rechts, geht unten durch, erster Knoten, dann ein normaler, der zweite, Iglu, dritter, normal, vierter, Iglu, fünfter. Der Leitfaden geht unter diesen hier und wird jetzt angeknotet als Knotfaden, Geschlechtsumwandlung. 2. Dann wird der hier noch drauf geknotet. Und jetzt kommen meine 12 Knoten. Jetzt müsste ich wieder unten durch und die Hand tauschen. Da kann ich wieder diesen Iglu machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
und 2 nach außen. 12, 13, so. Ich knote hier unten an. Und den nächsten auch noch. Und jetzt mache ich wieder meine 5. Wieder mit dem Iglu. Sonst müsste ich jetzt die Hand tauschen und unten durchgehen. Iglu 1, 2, Iglu. 3 normal, 4 Iglu, 5. Der wird Leitfaden, der bisherige Leitfaden knotet oben drauf. Der nächste wird auch noch auf den gleichen geknotet. Und jetzt noch 4 Halbschläge. Ich müsste normalerweise jetzt wieder tauschen und in die Richtung knoten, aber ich mache jetzt wieder diesen Iglu. Iglu und rein in den Iglu, normal, 2. Knoten, Iglu, 3. Knoten, normal und nochmal einer in die Richtung. Und jetzt beim letzten Knoten, so meine Würmchen, muss ich noch ein bisschen runterschieben, die Beinchen unten drunter, dann gefällt es mir besser. So, du siehst jetzt also, das sieht ganz genau gleich aus auf beiden Seiten, obwohl ich es mit unterschiedlichen Methoden geknotet habe. So, letzter Knoten. Ich mache jetzt einen Reverse Knot oder einen Zentralknoten oder, ja, wie heißt der noch, einen symmetrischen Knoten. Den kannst du auch auf verschiedene Art und Weise knoten. Rechts über links und jetzt machst du mit dem rechten Faden, der oben drüber geht, einen Iglu. Das ist jetzt nämlich nicht der Leitfaden, sondern der Leitfaden ist der hier. Und jetzt machst du mit dem gleichen nochmal einen Iglu. Fertig. Ich mache hier am Ende gerne so einen Reverse Knot, weil der hält besser und sieht symmetrisch aus. Wenn ich einen normalen mache, dann ist immer die rechte Seite dominant und das kriegt dann so einen komischen Zipfel nachher rüber. So, jetzt kannst du alle Fäden abschneiden und verschmoren. In dieses Anhängerchen kannst du jetzt eine gezwirnte oder geflochtene Kordel einziehen. Die fädelst du hier hinten durch die Öse. Wie man so eine Kordel flechtet oder zwirnt, habe ich in den Videos erklärt, die hier oben eingeblendet werden. Tschüss, bis zum nächsten Film.